So, der Weißdorn ist jetzt reif und wir werden mal dieses Jahr das erste Mal versuchen, Marmelade zu kochen. Mal sehen, wie die so schmeckt. Entweder mischen wir sie mit Äpfeln oder wir lassen sie pur, aber der Ertrag scheint ganz gut zu sein. Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ihr habt es ja bereits gesehen, diesmal ist das Video etwas anders, denn ich bin draußen beim Spazierengehen am Weißdorn vorbeigekommen und der Busch, der sollte zuerst im Video schon vorgestellt worden sein. Und da habe ich mir gedacht, da kannst du nicht vorbeigehen, ja. Also Weißdorn ist ja eine Heilpflanze, ist die Heilpflanze fürs Herz. Und da habe ich mir gedacht, die sind essbar, die sind zwar etwas mehlig und haben jetzt grundsätzlich erstmal noch nicht so viel Geschmack, aber da kann man bestimmt was Leckeres draus zaubern. Und deshalb habe ich Pi mal Auge 2 Kilo Weißdornbeeren gepflückt und habe aus denen Marmelade gemacht. Vielleicht ganz kurz zum Weißdorn. Wen es jetzt nicht interessiert, springt einfach vor. Ich setze euch eine Zeitmarke und dann könnt ihr direkt in die Zutaten für die Marmelade gehen. Also vielleicht zurück zum Weißdorn. Wie gesagt, das ist eine Heilpflanze, die schon seit Jahrhunderten eingesetzt wird bei Herzerkrankungen. Und da kann man die Blätter und die Blüten nehmen, man kann aber auch die Beeren nehmen und Tee draus kochen als Beispiel. Oder man macht halt Marmelade draus. Vielleicht noch eine wichtige Info. Ich bin kein Arzt und deshalb kann ich euch nur dazu raten, vorher die Marmelade esst, tatsächlich auch mal mit dem Arzt Rücksprache zu halten, ob das kein Problem ist und für euch darstellt, wenn ihr keine Allergien gegen Rosen habt. Auch da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber grundsätzlich gesunde Menschen kommen eigentlich sehr gut damit klar. Und es ist ja nicht umsonst eine Heilpflanze. Nur kann ja hier keinem sagen, esst jetzt irgendeine Pflanze und dann passiert euch irgendwas. Deshalb, ihr seid für euch selbst verantwortlich, klärt das im Zweifel vorher mit dem Arzt ab und dann ist auch alles soweit in Ordnung. Genau. Und wir gehen jetzt in die Küche und dort kochen wir die Weißdornmarmelade nach. Und danach sehen wir uns wieder zum Verkosten. Los geht's. So, im Schritt 2, nachdem wir sie jetzt gepflückt haben, müssen wir sie erstmal ordentlich waschen. Die sind nämlich natürlich voller Tierchen und voller Dreck und Staub und sowas. Das kann man gut im Waschbecken machen. Und danach kommen die in den Kochtopf und müssen so 20 bis 25 Minuten weich gekocht werden. So, jetzt kochen wir die Weißdornfrüchte so 20 Minuten. Ich habe da ein bisschen Wasser reingemacht. Also auch da gingen die Rezepte komplett auseinander von bis Kante füllen und dann pürieren über kaum Wasser und dann drücken. Wir machen mal den Mittelweg und probieren mal aus, ob wir die danach durch den Sieb bekommen. Okay, wir sehen uns 20 Minuten später. Weißdornmarmelade werden wir jetzt 2 Versionen machen. Einmal welche mit einer Mischung aus Beeren, das sind einfach jetzt Tiefkühlfrüchte vom Aldi. Die hatte ich noch da zum Ausprobieren, wie das schmeckt. Und dann nochmal mit dem Topaz, das ist ein Apfel, der ist eigentlich noch nicht gut, das ist ein Winterapfel. Wir haben aber so viele am Baum hängen, dass das sicherlich gar nicht so verkehrt ist, ein paar runterzunehmen. Die schmecken auch schon relativ süß, weil der sehr viel Sonne abbekommen hat. Und damit werden wir dann eine zweite Runde kochen. Und dann probieren wir natürlich beide Varianten aus, welche besser schmecken. So, jetzt müssen wir die Äpfel erstmal schälen, in Steinen, also in Kernen und klein schneiden. Und damit fangen wir, glaube ich, als erstes an. Das ist jetzt die erste Mischung. Und zwar nehmen wir jetzt hier Apfel und den Weißdornpüree. Und ich habe 50 Milliliter Apfelsaft mit dazu getan, weil mir das sonst vielleicht anbrennt. Und das werden wir jetzt vermischen. Und so wie das dann aufkocht, kommt dann der Zucker hinzu. Da steht dann auf der Rückseite übrigens auch immer die Anleitung drauf, wie man es machen muss. In dem Fall nehme ich einen 2:1. Das bedeutet 1 Kilo Früchte zu einem Pfund Zucker. Dadurch ist natürlich im Endprodukt dann mehr Frucht drin, nicht so viel Zucker. Gut, wir machen das fertig. Danach genau das gleiche Spiel mit den Früchten, also mit den Brombeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, also dieser Früchtemischung. Und danach füllen wir das alles in Gläser ab und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Das Resultat: Also wir haben 3 Gläser gemacht, einfach Weißdorn ohne alles. Dann 3 Gläser Weißdorn mit Apfel gemischt, 50-50. Und 3 Gläser Weißdorn gemischt, 50-50 Apfel mit Beeren. So, ihr habt es gesehen. Wir haben 3 Marmeladen gemacht. Einmal eine Weißdorn pur, dann eine Weißdornmarmelade mit unseren Äpfeln aus dem Garten, Fallobst und ein bisschen gemischt vom Baum. Und als drittes eine Weißdornmarmelade mit so einer Waldbeerenmischung aus dem Aldi. Und die werden wir jetzt mal probieren. Wir fangen an mit dem normalen, nur mit dem reinen Weißdorn. Mal gucken.
Ja, fast so, wie ich mir gedacht habe. Der Weißdorn ist ja etwas herb. Und ich habe den ja, wie ihr gesehen habt, passiert. Der ist auch sehr, sehr etwas mehlig. Und so schmeckt auch die Marmelade. Also, ich würde euch auf jeden Fall schon mal empfehlen, ihn nicht pur zu machen. Der ist zwar sehr süß und man kann ihn essen, ist sicherlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, in Kombination mit anderen Früchten wird das besser. So, wir probieren mal den Weißdorn mit dem Apfel. Oh, ist deutlich besser. Es kommt so ein bisschen die Säure vom Apfel mit durch. Die ist nicht mehr ganz so süß, die Marmelade, aber eigentlich schon ziemlich lecker. Also die kann ich tatsächlich schon empfehlen, aber auch dort merkt man so ein bisschen das Mehlige vom Weißdorn durch. Ich meine, ich habe die Marmelade jetzt pur gegessen. Ne? Also normalerweise würde ich die auf einem Brötchen packen und vielleicht auf Quark drunter und dann die Marmelade drauf. Aber grundsätzlich ist die nicht schlecht. Die kann man essen. So, jetzt probieren wir die letzte der dreien. Das ist die Weißdornmarmelade mit den Waldfrüchten. Die ist tatsächlich die beste, muss ich sagen. Also mir persönlich gefällt sie am besten. Die würde ich empfehlen. Auch dort merkt man so ein bisschen das Mehlige durch. Also ich vermute mal, vielleicht als Versuch fürs nächste Mal, nehmt ihr nicht halbe, also die halben Früchte, Weißdorn 50-50, also 50% Weißdorn und 50% Äpfel oder 50% der Waldfrüchte. Ich glaube, ich persönlich würde es beim nächsten Mal noch ein kleines bisschen reduzieren und vielleicht zu 30% wechseln. Dann ist die Marmelade noch ein bisschen fruchtiger von den anderen Früchten und nicht mehr so ganz so mehlig, aber grundsätzlich muss ich sagen, ist sie sehr lecker. Also der Apfel und die Waldfrüchte sind sehr lecker, die Marmelade. Die kann man auf jeden Fall mal probieren und auch auf ein Brötchen packen. Genau, also das wäre so der Test. Und wie gesagt, die Empfehlung ist, mischt den Weißdorn, mischt ihn vielleicht im Verhältnis 70:30. Ihr könnt auch mal 50 ausprobieren, denn letztendlich kommt es auf ein Brötchen drauf. Es ist sehr, sehr lecker. Also gerade die letzten beiden sind sehr, sehr lecker. Und vor allem, es ist eine sehr gesunde Marmelade, denn Weißdorn ist eine Heilpflanze und sehr gesund. Vielleicht nur ganz zum Schluss. Wenn ihr nicht wisst, wie Weißdorn aussieht, pflückt bitte nicht irgendwelche Beeren und macht daraus Marmelade. Seid euch dazu 100% sicher, dass es auch Weißdorn ist. Denn nur der Weißdorn ist tatsächlich halt ungiftig. Wenn ihr da irgendwelche anderen Beeren pflückt, die ich nicht kenne, macht das nicht. Also seid euch da sicher, was ihr pflückt. Und dann steht dem Genuss auch nichts im Wege. So, ich danke allen Zuschauern, die bis zum Schluss durchgehalten haben und freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Bye.